Hallo, ich bin Paul. Ich bin 22 Jahre alt und lerne Deutsch in Deutschland. Hallo Paul, ich bin Anna. Schön dich kennenzulernen. Es freut mich auch, Anna. Wie lange bleibst du in Deutschland? Ich bleibe noch 5 Monate hier. Und du? Ich bin hier für ein Jahr. Ich habe einen Job gefunden. Und ich lerne auch Deutsch, weil es hier sehr wichtig ist. Das ist schön. In der Schule habe ich Deutsch gelernt. Aber ich kann nicht gut sprechen. Ich bin hier, um besser sprechen zu können. Hallo Leute, ich bin Rico. Wie geht es euch? Hallo Rico, uns geht es gut, danke. Paul erzählt gerade von seinem Sprachkurs. Oh, das klingt interessant. Ich lerne auch Deutsch. Wo machst du deinen Sprachkurs, Paul? Ich mache meinen Kurs in einer Sprachschule. Mein Lehrer ist wirklich gut. Er kommt aus Deutschland und hat Deutsch studiert. Er ist auch nett und offen. Ich lerne viel von ihm. Das ist spannend. Was macht ihr im Unterricht? Im Deutschkurs sprechen wir über viele verschiedene Themen. Wir sprechen über unseren Alltag, unsere Hobbys, unsere Familie, das Wetter und viele andere Dinge, die mir im täglichen Leben nützlich sind. Das hilft mir sehr, Deutsch schnell zu lernen und zu sprechen. Das klingt nach einem guten Kurs. Ich mache meinen Kurs auch in einer Sprachschule. Wir üben oft Grammatik und Vokabeln, aber ich würde gerne mehr sprechen. Ja, sprechen ist wirklich wichtig, um eine Sprache zu beherrschen. Aber hab keine Angst, Fehler zu machen. Jeder macht Fehler, auch Deutsche. Das ist richtig, Anna. Jeder macht Fehler, und wir können daraus lernen. Es ist okay. Da hast du recht. Ich spreche auch viel mit den Einheimischen. Das hilft mir auch sehr. Wir könnten zusammen üben, wenn ihr möchtet. Wir könnten einmal pro Woche in einem Café treffen und nur Deutsch sprechen. Das klingt super, Anna. Ich bin dabei. Ja, das ist eine tolle Idee, ich bin auch dabei. Wir können viel voneinander lernen. Gut, dann machen wir das. Ich freue mich schon darauf. Ich auch. Danke, dass ihr so nett seid. Kein Problem, Paul. Wir sind alle hier, um Deutsch zu lernen und uns zu verbessern. Das wird bestimmt viel Spaß machen. Ja, das finde ich auch. Wir können uns gegenseitig motivieren und unterstützen. Genau, gemeinsames Lernen macht Spaß und führt oft zu schnellerem Fortschritt. Habt ihr auch vor, an Aktivitäten außerhalb des Unterrichts teilzunehmen, um euer Deutsch zu verbessern? Auf jeden Fall. Ich denke darüber nach, einem Sportverein beizutreten oder an einem Kochkurs teilzunehmen. Das sind großartige Ideen. Ich spiele schon in einem Fußballteam mit und habe dadurch viele neue Freunde gefunden. Ich gehe gerne zum Yoga und werde bald an einem Tanzkurs teilnehmen. Das sind gute Gelegenheiten, um Deutsch zu sprechen und gleichzeitig Spaß zu haben. Das klingt nach einer Menge Spaß. Vielleicht können wir uns ja auch zu solchen Aktivitäten verabreden. Das ist eine großartige Idee. Gemeinsame Aktivitäten sind eine perfekte Gelegenheit, um unsere Sprachkenntnisse anzuwenden.
Außerdem können wir uns auch über unsere Erfahrungen in Deutschland austauschen. Ja, das stimmt. Ich habe schon einige interessante Orte besucht, wie das Brandenburger Tor und das Schloss Neuschwanstein. Deutschland hat so viel zu bieten. Das klingt fantastisch, Paul. Ich habe noch nicht so viele Orte besucht, aber ich plane, in den nächsten Wochen mehr zu erkunden. Deutschland hat auch viele leckere Speisen. Hast du schon deutsche Gerichte probiert? Ja, ich habe schon Bratwurst, Sauerkraut und Brezeln gegessen. Und natürlich das berühmte deutsche Bier. Die deutsche Küche ist wirklich vielfältig. Ich mag besonders die verschiedenen Sorten von Wurst und Käse. Und vergiss nicht die Kuchen und Torten. Schwarzwälder Kirschtorte ist mein Favorit. Ich habe auch Apfelstrudel probiert, und der war köstlich. Es ist toll, dass wir hier so viele kulinarische Entdeckungen machen können. Absolut. Und die Deutschen sind so freundlich. Ich habe viele nette Leute getroffen. Ja, die Deutschen sind wirklich gastfreundlich. Sie helfen gerne, wenn man Fragen hat. Ich habe auch festgestellt, dass die Pünktlichkeit hier sehr wichtig ist. Man sollte immer rechtzeitig zu Verabredungen kommen. Das stimmt. Pünktlichkeit ist eine deutsche Tugend. Das ist eine gute Gewohnheit. Ich versuche auch, immer pünktlich zu sein. Das ist gut, Paul. Es zeigt Respekt für die Zeit der anderen. Ich denke, wir werden alle viel voneinander lernen und unsere Sprachkenntnisse verbessern. Das bin ich mir sicher. Es ist schön, Freunde zu haben, mit denen man diese Reise teilen kann. Absolut, Paul. Wir sind alle hier, um Deutsch zu lernen und die deutsche Kultur kennenzulernen. Habt ihr schon andere deutsche Städte besucht? Ja, ich war schon in Berlin und München. Beide Städte sind wunderschön und haben eine reiche Geschichte. Das klingt toll. Berlin ist definitiv eine aufregende Stadt. Ich war schon in Hamburg. Die Hafenstadt hat eine einzigartige Atmosphäre und leckere Fischgerichte. Ich plane, noch mehr Städte zu besuchen, bevor mein Kurs endet. Es gibt noch so viel zu entdecken. Gute Idee, Paul. Deutschland hat viele Facetten und Regionen mit unterschiedlichen Traditionen. Habt ihr schon versucht, euch auf Deutsch mit Einheimischen zu unterhalten? Ja, ich habe es versucht, und es ist manchmal eine Herausforderung. Aber die Leute hier schätzen es, wenn man sich bemüht, ihre Sprache zu sprechen. Das ist wahr, selbst wenn unsere Deutschkenntnisse noch nicht perfekt sind, zeigt es Respekt und Offenheit. Und es führt oft zu interessanten Gesprächen und neuen Bekanntschaften. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gastfreundlich die Deutschen sind. Das ist eine der besten Seiten der deutschen Kultur. Ich stimme zu. Es gibt so viel zu schätzen und zu entdecken. Deutschland hat wirklich viel zu bieten. Da sind wir uns einig. Ich freue mich auf all die Erfahrungen, die noch vor uns liegen. Und ich freue mich auf unsere wöchentlichen Treffen,
um Deutsch zu üben und uns gegenseitig zu unterstützen. Ich freue mich auch sehr. Was ist die Antwort? 1. Das hilft sehr. A. Mir. B. Mich. C. Mit. 2. Ich gehe gerne Yoga. A. Zur. B. Zu. C. Zum. 3. Das ist gute Idee. A. Ein. B. Eine. C. Einen. 4. Ich habe nette Leute getroffen. A. Viele. B. Viel. C. Vielen. Schreibt eure Antwort jetzt unten in die Kommentare. Viel Glück!